Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Days of Xillia. Im letzten Part haben wir die Weltkarte erhalten und konnten auch anschließend endlich Elvin bezahlen. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass angeblich Elvin dann beauftragt hat, dass er uns dann doch noch bis Fennmont begleitet, da Ivar nicht möchte, dass Mila nur von einem kleinen Würstchen beschützt wird. Was sich allerdings dann herausgestellt hat, dass Ivar eigentlich nicht wirklich den Plan hatte, dass er Elvin engagiert hatte in einer Sidequest, aber naja, was soll's. Und wir haben in einer weiteren Cutscene, nachdem wir Carol verlassen haben, Pressure, also diese Katzenlady, und Zhao, der auf das kleine Mädchen aufgepasst hat, gesehen, mit zwei anderen Typis, mit zwei Herren in Schwarz, wie sie etwas über Mila gesprochen haben, dass sie einen geheimen Plan haben. Und ja, und ich habe offscreen nicht wirklich gelevelt, ich habe die beiden auf Level 11 gebracht und Elvin eben auf Stufe 12. Ich dachte mir, ach, egal, ist egal, mich nerven gerade diese Nebenereignisse, die ihr da schon unten gesehen habt. Und ja, ich habe offscreen eben ein bisschen Objekte eingekauft, weil meine Damen und Herren hier ganz... Nein, da wollte ich nicht hin. Meine Dings hier verbrauchen. Das kann es nicht sein. Ihr könnt ruhig meine Apfelgummis verwenden, aber nicht meine Orangegummis. Die sind verdammt teuer, meine Lieben. Ist das eigentlich irgendwie eingestellt? Na gut. Und ich habe Mila eine Zweifachschneide gekauft, dass sie ein bisschen stärker ist. Dann eben den Silberhaarreif und den Hartmantel. Und Jyde habe ich die Donnerfaust gekauft, den Silberhelm und den Eisenschutz. Und die Stiefel eben. Und Elvin hat das Mistkerl-Schwert bekommen. Den Silberhelm und den Spritpanzer. Und ich sag mal so, das waren die Waffen, also vor allem die Waffen waren die eben nacheinander kamen, also sprich, das waren die günstigsten, die dann eben die Werte ein wenig erhöhen. Dachte mir, bei den Waffen nehme ich einfach das nächste, was eigentlich so kommen wäre, weil unsere Leben sind ja relativ OP und ich dachte, dass sich das eben mit der Zeit freischaltet und nicht, wenn ich die Ladenkapazität erweitere. Aber egal, wir schauen uns einfach mal die Grundsätze des Kämpfens an. Well, we've certainly logged a good amount of real-world combat experience. Indeed. I feel that I fully understand the fundamentals. The trick seems to be viewing the blade as an extension of my body and swinging it intuitively. That's not one of the fundamentals. That's the final stage of mastery. Oh, is it? Well, I still get frightened every time I fight. You should use that fear to fuel your punches. I do. After all, it's either them or me. If you've taken that lesson to heart, then you're a true warrior in my book. Honestly, I don't know which one of you scares me more. Oh. Ich hatte allerdings irgendwie noch ein Gespräch freigeschaltet. Eventuell muss ich dafür wieder auf den New Character Geisterpfad gehen oder ich habe sie endgültig verpasst. Aber das macht nichts, ich kann sie euch ja so im Nachhinein nochmal zeigen. Ich habe extra nachgeguckt in der Bibliothek, ob ich das dann nachzeigen kann. Weiß nicht, ist die hier irgendwie? Ja. Ivars Aufgaben. Oder auch nicht! Unsere Aufgabe ist es, gegen Monster zu kämpfen. Naja. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ach ja, Mila hat was Neues gelernt. Nämlich den Flammenring. Ich würde ihn auch gerne gleich ausprobieren. Okay. So funktioniert es, glaube ich, nicht. Na, solche Aufladeattacken sind nichts für mich. Nein, das ist nichts für mich. Nein, nein, ich möchte mir eigentlich nur Ivars Aufgaben ansehen. How's that new spirit art of yours, Mila? I don't think you'll be disappointed.
Ivers Aufgaben. Oh boy, that handmaid of yours is a piece of work. I don't value his temper, but he is quite skilled. He said he's been serving you for years. Yes, he cleans up the shrine, he runs errands, always with a lot of enthusiasm. He buys my clothes and arranges them into outfits. What? Wow, your handmaid has exquisite taste. Yes, the clothes are very comfortable. I quite like them. Ja, ich glaube, das wollte ich vor 2 Parts einmal ansprechen, dass Ivar eben die Klamotten von Mila zusammenstellt. Ich glaube, dadurch, dass Mila nicht so wirklich versteht, dass sie ja eben fürs Maxwell ist. So, Okay. Ich habe eine E-Mail bekommen. Ja. Ja. Wollte ich jetzt hingehen? Genau, wir wollten jetzt nach Hamil zum Gallia-Pfad. So, wir sind jetzt in Hamil, ganz schnell. Ich finde die Sache hier mit dem schnellen Reisen, finde ich relativ cool. Allerdings finde ich... My stomach seems to be empty again. When do we eat? Again with this one. Good performance, but terrible fuel efficiency. Finde ich es cool, dass man eben schnell reisen kann, ohne etliche Kosten, aber im Nachhinein so betrachtet, denke ich mir, es ist irgendwie OP, sage ich mal, dass du gleich überall hinreisen musst und nicht, sage ich mal, zum Beispiel, Fennmont ist gesperrt, das ist logisch, dass wir nicht hin können, weil wir dort ja gesucht werden, auch nicht zum Al-Hadisi eben, weil wir ja zuerst durch Hamil müssen und sowas, dass man gewisse Punkte nicht anreisen kann, aber ansonsten, ja, würde ich sagen, gehen wir mal schlichtweg nach Hamil rein, obwohl, eigentlich würde mich interessieren, ob ich, nein, ich glaube, ich kann noch nicht rangehen. Gehen wir erstmal ins Dorf hinein. Schau mal, wie die Leute zu uns gesinnt sind, nachdem wir von den Rushoga-Leuten gesucht worden sind. This is all your fault, you evil brat! Stop it! Sticks and stones can break bones, you know! What's the big idea? You okay? Do you have any idea what you people put us through? Is this Rushogal's doing? They couldn't find us, so they took it out on the village. Leave here at once! You outsiders are nothing but trouble! She was like a completely different person. Let's see if the villagers know anything about Rushogal's activities. Don't forget, we'll be leaving soon. Gotcha. Thank you. Ist irgendwie ist die Bürgermeisterin ein ganz anderer Mensch jetzt gewesen. Es war klar, dass sie nicht so gerade begeistert von uns sind, dass wir jetzt wieder hier im Dorf auftauchen, aber irgendwie müssen wir halt irgendwie noch zum Al-Hadisi helfen kommen. Ich frage mich gerade, wo Elvin hin verschwunden ist. Naja, egal. Wir rennen erstmal dem kleinen Mädchen hinterher. Das unsere Aufgabe sogar ist. Sie tut mir ein bisschen leid, dass sie jetzt angegriffen worden ist, weil sie kann ja nichts für ihre Situation.
Dann gehen wir mal zu ihr ins Haus hinein. Und ja. Was wird da? Lagerschuppenbett. Erstmal schlafen gehen. Das ist das Wichtigste. Nein, eigentlich wollte ich das gar nicht machen, aber ich glaube, wir sind jetzt sogar alleine, oder? Ja. Wir gehen jetzt mal hier runter, wo wir letztens nicht runtergehen konnten. Hey, can we talk? Don't worry, I won't hurt you. Hi there. We've met once before, right? Hey! Oops! Clumsy little guy, aren't ya? This is Tipo. He won't hurt you. And this is Ellie, but you should call her Elise. Nice to meet ya. Nice to meet you too. Both of you. Are you okay? Sure, just thrown for a loop. My name's Jyde. Well, hey, Jyde! Thanks for helping us out before. Thank you. So what exactly happened? Can you tell me? Well, first, all these meanie men showed up from who knows where, someplace far away. Then, the big man whooped them all. Oh yeah, that guy. But then he wandered away somewhere. Right! That's when the meanie men started bullying the villagers. Is the big guy a buddy of yours, Elise? No. He's a bad guy. He locked Ellie up. We arrived here together in Amnes. But they started chucking rocks at us the second we stepped outside. Those meanies. Jyde? Oh, sorry. Are the two of you waiting for friends here or something? Friends? We don't have any. Well, you do now. Huh? Oh. Well, hey! Jyde is our pal! Mind if I tell my friends about you, Elise? Why? I don't like the way the villagers here treat you. I want to ask my friends if there's anything we can do. Sure, why not? Jyde's our pal. We can trust him. Right, Ellie? Thanks, Elise. You just wait right here. Oh, you want to come with? Aus dem Grund mag ich Jyde total gerne, weil er so... Wir haben die Orange gefunden! Weil er so richtig... So, ich weiß nicht, so auf großer Bruder macht, sage ich mal in dem Fall. Ich finde das total süß. Okay, sie ist nicht dabei, aber wir haben sie jetzt mit im Gepäck. Aber ich finde das total niedlich und richtig herzzerreißend, warum die Bewohner so... Ich meine, klar, die Bewohner haben wahrscheinlich Angst vor Ciao. Wir wissen jetzt, wie der Typ heißt. Hätte ich auch, wenn jetzt schon ein riesiger Brummbär daherkommt. Hey, there you are. Oh, it's the doll girl. We're finished here. We didn't learn anything useful. It's time to go. Wait, we need to talk. It's about the girl. The villagers do seem to treat her like a pariah. Until that big fellow Zhao returns, I don't see our situation improving. But Elise insists Zhao isn't her friend. He locks her up when he's around, and the villagers treat her horribly when he's away. Sounds like she's stuck between a jerk and a hard place. Unless we bring her with us. Bring her with us? And then what?
Have you given this any thought? You do remember my mission. Yeah. Very well. She can come. Really? Jyde, do you remember what I told you at the falls? Huh? Be yourself and do what you have to do. That's what I said to you. Yeah, I remember. Those words still apply. Can I assume your decision to bring the girl is just another step in your path? That it will help you find the answer you seek? Yes. Then tell Elise she's coming. You got it. That was nice of you. She won't affect my mission. If she slows me down or gets herself in trouble, I'll just leave her behind. My intent from the beginning was to do this alone after all. Also, ja. Was soll ich jetzt großartig dazu sagen? Ich meine, das ist ein Grund, warum ich Mila dann doch nicht wieder so gerne habe, weil sie einfach nur ihr Ziel vor Augen hat. Ich meine, es ist klar, dass man irgendwie sein Ziel vor Augen halten muss und so. Und eben die Tatsache, dass sie einfach ein kleines Kind einfach so links rumstehen lassen würde, wenn sie im Weg steht oder sowas oder irgendwie so, finde ich jetzt gerade nicht so atemberaubend, aber naja. Das war jetzt doch ein bisschen fies, dass sie nicht mal zurückgewunken haben. Das kleine Mädchen kann nichts dafür, dass sie von diesem Typen eingesperrt hatten und dieser Typ, die alle tyrannisiert hat. Aber was ich jetzt so glaube, ist einfach, dass uns jetzt vermutlich Jao auf die Pelle rücken wird in nächster Zeit, weil wir Elise in dem Sinne entführt haben, weil wir haben ja nicht nach seiner Meinung gefragt, ob wir die kleine Elise mitnehmen können. Und ja, aber ich würde sagen, dass wir im nächsten Part uns nicht auf den Weg nach LA Seahafen machen, sondern erstens mal eine linkische Vorstellung anschauen. Oh, I guess I haven't properly introduced Elise yet. I'm Elise Ludus. Hello. Well, you look like you'll be a fine lady when you grow up. I'm Alvin. It's nice to meet you. Well... Don't talk to strangers, Elise. Strangers are bad. Why is this stuffed animal talking? Huh? Tipo always talks. Naturally. Oh, so I'm the one who's reacting strangely? Sure looks that way. I'm arguing with the stuffed animal. How unusual. Unusual, she says. Coming from you, Mila? Die Aussage spricht nicht mit Fremden. Jyde war auch fremd und mit denen hat sie gesprochen. Naja, egal. Aber im nächsten Part werden wir uns auf den Weg nach LA Seahafen machen. Und vielleicht kriege ich es ja jetzt auf die Reihe, dass ich offscreen ein bisschen die Charaktere ein bisschen level. Na, ich weiß jetzt nicht eben, ob Elise jetzt... Ja, Elise ist Elise. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.